Wir schauen uns mal an, was ich so normalerweise im mobilen Betrieb als Schnellwerkzeug mit dabei habe. Das hier ist einmal so ein Kabelchecker, Kabeltester. Der ist klasse, den kann man im Dunkeln benutzen, Kabel reinstecken, das geht am schnellsten. Man braucht kein Messgerät rausnehmen, durchpiepsen, geht ganz schnell mit diesen beiden Messspitzen. Batteriecheck, so, und dann ist das Gerät schon am Start. Das war Nummer 1. Nummer 2, hier steht Lötwerkzeug drauf. Das schauen wir uns mal genau an. Da ist ein bisschen mehr drin. Das ist ein Art Case. Da war mal ein Mikrofon drin. Das packen wir mal aus. Und zwar eine Entlötpumpe. Die kann man immer gut gebrauchen, wenn irgendwo ein bisschen Lötzen wegzusaugen ist. Dann habe ich hier dünnes symmetrisches Kabel. Das kann ich auseinanderziehen. Das ist, hier sieht man es auch, sehr, sehr dünn. Das heißt, hiermit kann ich sogar in Mini-Klinken rumarbeiten, das funktioniert und ich kann es als Mikrofonkabel benutzen, symmetrisch wie gesagt, funktioniert auch klasse. Um kleine Stecker aufzumachen, um irgendwo mal ein bisschen dran rumzupiddeln, 2 Schraubenzieher, einmal Kreuz, einmal Klinge. Des Weiteren, ja, die kennt jeder, das sind kleine Lüsterklemmen, da bekommt man was rein bis 2,5 mm, egal wo, kann man immer gebrauchen. Braucht nicht viel Platz. Was zum Festklemmen ist auch nicht schlecht. Damit kann man mal was halten. Kleine Hilfe. Batteriechecker, der gehört eigentlich in einen anderen Koffer rein, also praktisch in den hier, den ich auch gleich noch auspacke. Isolierband braucht man überall, egal für was. Zwar kein Gafferersatz, man kann aber schnell mal Kabel zusammenbinden, was markieren oder. Lötzinn braucht man halt zum Löten. Also klein, schnell für die Hand, hier zum Nachwickeln ein bisschen Ersatz. Ein winziger Seitenschneider, mit dem kann man einiges machen. Hier eine Grippzange, kann man was mit festhalten, zweite Hand praktisch. Hier habe ich einen ganz kleinen Lötkolben, der hat eine Longlife-Lötspitze, den kann man hier auch einstellen, Temperaturregelung. Läuft auf Strom. Ich habe auch Gaslötkolben. Da ist man voll mobil. Es gibt auch mittlerweile kleine Akkulötkolben. Das hier, kleines Gadget. Wenn man auf einer empfindlichen Unterlage ist, legt man seinen Lötkolben da ab und verbrennt nicht den gesamten Untergrund. Zwei Pinzetten. Ich weiß nicht, für was ich sie brauche. Die brauchen keinen Platz, liegen mit dabei. Lötspitzen sind halt auch mit dabei, also alle Größen, ganz klein bis relativ groß. Damit kann ich alles machen. Der Lötkolben hat ca. 50 Watt, das reicht schon. Der hat schon einiges an Schmackes. Jo, auch nicht gerade unwichtig, immer mal ein paar Ersatzstecker dabei zu haben. Man sieht, ich habe hier XLR Männchen Weibchen. Ich habe Cinch-Stecker dabei. Ich habe hier auch Mini-Klinken dabei. Im Grunde genommen, und Klinken natürlich symmetrisch, die kann ich auch asymmetrisch belöten. Damit kann ich mir in den meisten Fällen irgendwie helfen, auch wenn ich schnell mal einen Adapter brauche. So, das war es dazu gewesen. Dann gehen wir mal in die letzte Kiste ran. Hier geht es ein bisschen um Energie. Also, der war im Falschen drin gewesen, der kommt gleich hier rein. Packen wir mal schnell aus. Messgerätetasche, mal schauen, was sich hier drin tut. So, als erstes Batterien und nochmals Batterien. Also 9 Volt Blöcke, Doppel-A und Triple-A. Ich habe hier extra keine Akkus dabei, weil die verschenke ich auch, wenn es mal irgendwo anders gebraucht wird. Und da sind Akkus nicht die beste Wahl, obwohl ich persönlich mit Akkus im Normalfall arbeite. Gut für die Umwelt und ja, die funktionieren auch teilweise besser als Batterien. Dann habe ich hier einfach einen kleinen Satz Kabel, Krokoklemmen, Büschel, Stecker. Damit lässt sich einiges machen. Also auch mal schnell beim Messen oder sonst was. Oder auch mal ganz schnell was überbrücken. Also eine lötfreie Hilfe. Ja, und zum Schluss ein kleines Multimeter hier wieder. Die müssen nicht groß sein in dem Fall. Die machen nur Hilfsaufgaben. Ich habe hier, man sieht das ja, ich kann hier einen Hold machen, ich kann eine Lampe anmachen, sieht man schlecht, aber die ist Hintergrund beleuchtet. Ich kann es auch mal fallen lassen, da ist eine Umhüllung drum
Und die gehen auch von alleine wieder aus, wenn sie eine Zeit lang rumliegen. Das heißt, ich muss nicht mit leeren Batterien rechnen. Ja, das war schon gewesen. Das ist so die mobile kleine Einsatztruppe, die ich hier versammelt habe. Damit kann ich über 90% sämtliche anfallenden Aufgaben machen aus dem mechanischen Bereich. Und was ich natürlich noch ganz vergessen habe zu zeigen, hier, da sind sie, werden oft gebraucht, keiner hat sie dabei. Einen kompletten Satz Sicherungen, das geht bis 16 Ampere hoch. Das ist auch kein Problem, wenn man mal ein bisschen größere nimmt, also jetzt nicht hingeht, nimmt 16 Ampere, wenn eine 3 Ampere Sicherung durch ist, aber eine 4 Ampere für 3,15 als Ersatz, das geht auch schon mal. Ich zeige mal schnell, was hier drin ist. Und zwar von 0,2 bis zu 15 Ampere deckt im Prinzip eigentlich alles ab. Ja, das war es gewesen für den mobilen Einsatz. Was natürlich gar nicht fehlen darf, das habe ich vergessen zu erwähnen, das ist ein Federmesser, das braucht man eigentlich laufend und überall. Und was ansonsten noch gut zu gebrauchen ist, das ist natürlich ein kleiner Satz an Schraubenzieher, auch für die Kollegen vielleicht, die Gitarristen oder Schlagzeuger, die vergessen das mal öfter. Da hilft ein Kombiset, aber das hier reicht jetzt erstmal, dass man sich schon in vielen Fällen behelfen kann. Was ich noch oft gerne dabei habe, das habe ich jetzt auch nicht extra erwähnt, das hatte ich schon woanders mit dabei, das ist eine Kombizange. Also damit kann man sich auch noch öfter mal, ja, anstelle von beispielsweise einem Schlüssel oder sowas, kann man dort schon einiges mit erreichen. Das Spanngummi ist übrigens darum hier als Hilfe, dass die Zange zubleibt, wenn man was zusammenhalten, fixieren will. Was man auch noch mit dem Gummi machen kann, den kann man auch woanders benutzen. Ja, ich glaube, das war es dann schon gewesen. Also kleiner Nachtrag, aber vielleicht ganz sinnvoll.